Heute feiert in Basel der weltweit bekannte Theologe Karl Barth seinen 80. Geburtstag. Gestern schon fanden sich über 300 Gratulanten aus Ost und West, aus Polen und Amerika, Gesandte fast aller europäischen Universitäten in Basel ein, um den großen Schweizer zu ehren. Der Rektor der Universität Basel, Professor Dr. Wolf Heidecker, erinnerte an die Zeit des Zweiten Weltkriegs, da Barths Stimme die Gewissen der Christen aufrüttelte. Aber dem Menschen Karl Barth seien einige wenige Worte dankbarster Anerkennung und Würdigung geweiht. Denken wir an ihre große politische Bedeutung in nicht zu vergessender, gefahrenschwangerer Vergangenheit. Den auch in der Schweiz damals in nicht zu unterschätzender Zahl vorhandenen, mutlos gewordenen Anpassern stellten sie machtvoll und unverzagt, ihrer Sendung gewiss und ihrer Aufgabe getreu, die Kraft ihrer ganzen Persönlichkeit entgegen, als ein stetiger Mahner und unbeugsamer Kämpfer gegen Tyrannis, gegen körperliche und geistige Unfreiheit, als ein gehasster und gefürchteter, moralisch so überlegener Gegner der braunen Mordgesellen und ihrer Spießgesellen, auch derer innerhalb der helvetischen Grenzen. Auf dieselbe historische Zeit wies der Rektor der Universität Bonn, Professor Dr. Wilhelm Groth, hin. Das in der Eidesfrage mit ihrer Rehabilitierung geendet hatte. Ihre Schüler aber bildeten den Kern der bekennenden Kirche und haben im Rheinland den Widerstand gegen die deutschen Christen aufgenommen. Sie kehrten in die Schweiz zurück und wurden Professor hier in Basel, aber auch von hier aus blieben sie noch lange der Führer des Widerstandes in der deutschen evangelischen Kirche, der überall im Wesentlichen in den Händen ihrer Schüler lag. Das Zeichen dafür ist die Schriftenreihe Theologische Existenz heute. Das erste Heft dieser Reihe, noch in Bonn geschrieben, würde genügen, ihnen einen hervorragenden Platz in der Kirchengeschichte jener Jahre zu sichern. Es ist uns eine herzliche Freude, damit in Ihnen, den großen Theologen und Führer der Kirche, den geistvollen Lehrer und aufrichtigen Freund Deutschlands, nicht zuletzt aber den berühmten Gelehrten zu ehren, dessen Schriften auch den Namen unserer Universität in alle Welt getragen hat. Darauf wurde Karl Barth zum Ehrensenator der Universität Bonn ernannt. Aus der Liste der über 30 Redner vermitteln wir Ihnen einen Ausschnitt aus der Grußadresse von Dr. Wissert Hooft, ehemaliger Generalsekretär des Ökumenischen Rates der Kirchen. Wir können nicht dankbar genug sein, dass in der 30er und 40er Jahre, als die Bewegung ihr Gestalt gewann, die klare Stimme in Bonn, in Barmen, in Basel uns aufgerufen hat zur theologischen Sachlichkeit und gewarnt hat, wie Karl Barth noch vor wenigen Tagen in einem Interview getan hat, dass es um das Was und nicht um das Wie des Kerugmas geht. Dafür danken wir Karl Barth heute. Das bedeutet zugleich, dass wir ihn weiter brauchen. Eine ehemalige Schülerin, Theologin Dr. Lili Simon aus Rade vorm Wald. Obwohl eben kein einziges Wort, sagen wir mal, auch der Kritik gefallen ist, darf ich mir auch diesen Mut noch zusammenraffen und Ihnen eingestehen, selber etwas hilflos, dass ich noch theologische Fragen habe, die ich in Ihrer Dogmatik, besonders auch in der dort eingearbeiteten Ethik, auf die ich da noch keine Antwort finde, keine auskömmliche Antwort für meinen praktischen Dienst. Zum Beispiel die Frage um die wirkliche Frau. Und zuletzt Professor Georges Casali aus Paris. Très cher Karl Barth, voilà pour votre 80e anniversaire un hommage venu des marxistes.